Normalerweise geht es auf diesem Kanal um das Nähen von Taschen oder Kleidung und sonstigen kreativen Projekten. Heute beleuchten wir aber mal, wie eigentlich professionelle Motive auf die Kleidung kommen. Viel Spaß! Hallo meine lieben Nähfreunde, ich bin Annika vom Kanal Knopf und Nadel. Heute wird es ein kleines bisschen technischer als sonst, aber ich verspreche dir, es wird auch absolut kreativ. Keine Sorge. Heute sprechen wir nämlich über das Thema Bügelbilder und wie man die eigentlich herstellt. Das ist nämlich eine sehr spannende Frage. Dieses Video richtet sich an alle Interessierten, aber auch an Unternehmen oder Leute, die vielleicht im Kreativbusiness Fuß fassen wollen. Also, wenn du Lust hast, dich mit dem Thema Bügelbilder zu beschäftigen, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Dieses Video heute ist gesponsert von ProColored. Ich habe nämlich den K13 Lite, also das absolute Einsteigermodell für den Druck von Bügelbildern getestet und durfte den für dieses Video verwenden. Ich zeige dir heute von vorne bis hinten einmal den gesamten Prozess und zeige dir auch, was am Ende für tolle kreative Sachen dabei entstanden sind. Natürlich kann man sich Bügelbilder bestellen und man kann die auch zum Beispiel drucken lassen, aber man muss dabei immer eine sehr, sehr hohe Stückzahl kaufen und gerade wenn man sehr, sehr viel kreativ sein möchte, also eine große Auswahl benötigt und auch für sich und sein Kreativzimmer sehr, sehr viel herstellen möchte, ist so ein eigener Drucker eine wirklich gute Investition. Bis jetzt habe ich ja immer Bügelbilder gekauft und habe die von externen Anbietern genutzt. Jetzt möchte ich aber mal meine ganz eigenen Bügelbilder drucken und ehrlich gesagt interessiert mich auch total der Prozess, wie das eigentlich genau funktioniert und ich kann hier auch in die Qualität eingreifen. Das heißt, ich kann selbst entscheiden, wie viel Farbe benutzt wird, welche Farbe benutzt wird und so weiter. Das finde ich zum Beispiel schon mal richtig spannend. Zuerst wollen wir aber mal klären, was bedeutet eigentlich DTF? DTF steht für Direct to Film. Das bedeutet, hier wird eine spezielle Tinte direkt auf eine Folie gedruckt. Das ist auch später die Folie, die du schon von Bügelbildern kennst. Also wir drucken hier wirklich direkt mit Tinte auf Folie auf und später wird dieses Motiv dann zum Beispiel auf ein Shirt gepresst. Das Schöne ist, dass man hier ja nicht beschränkt ist auf zum Beispiel die Auswahl, die man eben an Plotterfolien da hat oder auf Materialien beschränkt ist, sondern man druckt hier wirklich direkt ein Motiv. Das könnte zum Beispiel auch ein Aquarell sein, das du vervielfältigst. Das würde ja zum Beispiel mit einem Plotter nicht funktionieren. Und du kannst diese Bügelbilder wirklich überall auftragen. Das muss jetzt nicht unbedingt auf Textilien sein. Du kannst sie auch auf Papier aufbügeln, auf Pappe. Du kannst sie mit Kartons verschönern, Geschenke, Einladungen. Und du könntest sie zum Beispiel auch auf Holz anbringen. Ich denke dabei zum Beispiel an ein personalisiertes Tony-Regal. Kommen wir mal zu meinem pinken Drucker. Ich habe mir übrigens die Farbe nicht selbst ausgesucht, sondern die Firma hat direkt entschieden, welche Farbe zu mir passt und tja, es ist pink geworden. Überraschung. Also, kommen wir mal zum Drucker. Mich hat einmal als erstes überrascht, dass der wirklich kompakt ist. Also beim DTF-Druck bzw. bei Bügelbildern denke ich ja eher daran, dass die in so einer Fabrik oder in so einer riesigen Druckerei hergestellt werden. Dass dieser Drucker aber in ein Kreativzimmer passen würde, das hat mich wirklich ziemlich überrascht. Ich finde, dass er eine gute, kompakte Bauweise hat und das Gehäuse ist komplett aus Metall. Auch das hat mich überrascht. Ich habe hier eher Kunststoff erwartet. Ich finde aber allgemein, dass der Drucker auch wirklich gut aussieht. Also den kann man in weiß oder in pink kaufen. Ich finde das Pink wirklich cool, weil es mal ein bisschen was anderes ist und eben nicht so technisch aussieht. Man kann ja auch die Oberfläche ein bisschen verändern. Also die Benutzeroberfläche kann man vom Aussehen verändern, aber viele Einstellungsmöglichkeiten hat man am Drucker selbst erstmal nicht. Jeder Knopf hat seine Funktion, die auch wirklich wichtig ist und ich finde es eigentlich gut, dass dieser Drucker
nicht so viele Funktionen hat, also dass ich am Ende nicht verwirrt bin, weil es so viele Knöpfe sind, sondern ich habe hier wirklich eine gute Übersicht. Was braucht man eigentlich für den DTF-Druck? Also einmal brauchst du diesen Drucker und die dazugehörige Tinte. Die muss in den Drucker eingefüllt werden. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, ob ich das gut hinbekomme. Ich hatte wirklich sehr Angst zu kleckern, aber hier ist schon alles dabei. Also hier sind Trichter dabei zum Einfüllen und eine wirklich detaillierte Anleitung. Und ich habe tatsächlich nicht einen Fleck gemacht. Das habe ich so nicht erwartet. Ich habe es also gut hinbekommen. Man bekommt das auf jeden Fall hin. Du solltest aber dabei auf jeden Fall Handschuhe tragen, denn diese Tinte bekommst du wahrscheinlich von den Händen nicht so schnell wieder ab. Also ich war hier ein bisschen vorsichtiger mit meinen Händen. Zu dem Drucker gehören auch ganz viele Ersatzteile. Also du hast hier wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um auch mal einen Schlauch zu ersetzen oder so. Das finde ich richtig stark. Und es gibt ein riesiges Reinigungspaket. Also du hast hier sehr viel Zubehör für die Reinigung. Dann gehört eine große Rolle Folie dazu. Ist einfach inklusive. Die benötigst du ja auch, denn du möchtest ja genau diese Folie bedrucken. Du hast die Möglichkeit, die Folie nach dem Druck direkt abzuschneiden. Also du hast hier auch eine Schneidevorrichtung direkt vor dem Drucker, die hier inklusive ist. Dann haben wir noch ein spezielles Pulver für die Bearbeitung unseres Drucks. Ich habe mir dazu dann noch einen Ofen ausgesucht. Man benötigt nämlich einen Ofen, um dann eben eine Oberfläche zu schaffen, aber dazu später mehr. Du benötigst zusätzlich noch eine Transferpresse. Du kannst eine bei ProColored kaufen. Ich hatte aber eine eigene da und benutze natürlich diese dafür, denn du willst ja dieses Bügelmotiv auch perfekt aufbringen. Da braucht man eine Transferpresse. Bei kleineren Motiven gehen aber auch diese kleinen Transferpressen. Das funktioniert genauso gut. Und du benötigst einen Windows-PC bzw. einen Laptop mit dem Windows-Betriebssystem. Beim K13 Lite gibt es ein Programm bzw. eine Software, die du bedienen musst, um eben drucken zu können. Und dafür benötigst du einen Windows-PC. Ich habe dafür jetzt einen alten PC nochmal reaktiviert. Es soll aber bald eine Mac-Version geben. Kommen wir mal zum ersten Eindruck und zum Einrichten. Wie lange habe ich für die Einrichtung eigentlich gebraucht? Also das Gute ist, wir haben hier wirklich eine sehr, sehr detaillierte Beschreibung. Es gibt eine Anleitung, die hat, glaube ich, 33 Seiten, die man einmal von vorne bis hinten komplett durchgehen kann. Und es gibt Anleitungsvideos online. Das heißt, ich bin hier richtig gut reingekommen, richtig gut durchgekommen und habe es tatsächlich geschafft, dieses Ding komplett alleine einzurichten. Auch die Software zu installieren, war wirklich überhaupt kein Problem. Der Druckkopf von so einem Drucker ist wirklich sehr, sehr empfindlich. Deswegen finde ich es ganz, ganz klasse, dass es hier eine Selbstreinigungsfunktion für den Druckkopf gibt. Es gibt in diesem Gerät einen Knopf, mit dem man diesen Druckkopf komplett reinigen kann. Da wird alte Tinte einmal rausgespült. Es gibt aber auch verschiedene Reinigungsprogramme, die man selbst einmal durchlaufen muss. Also da spült man den dann selbst nochmal aus. Das muss aber nicht jeden Tag passieren, sondern in regelmäßigen Abständen. Die sind aber genau aufgelistet in der Anleitung. Und noch ein Vorteil von diesem Gerät ist, dass er alles mit dieser weißen Tinte druckt. Nur so kommt diese wirklich tolle Qualität am Ende raus, indem nämlich sehr viel weiße Tinte verwendet wird, um eine Farbbrillanz zu schaffen. Jetzt wird es richtig spannend. Wir gehen ein Projekt von vorne bis hinten durch. Das Motiv, das ich mir ausgesucht habe, ist eine Plotterdatei, die ich eigentlich bei mir auf der Seite anbiete. Die möchte ich jetzt einmal drucken als Bügelbild. Und ich bin schon richtig gespannt, wie gut oder wie schlecht es eben wird. Dafür nehmen wir uns einmal die Software vor und müssen unser Motiv mit der Software öffnen. Das funktioniert aber ganz, ganz schnell. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mein Motiv mehrfach zu drucken, um eben auf Folie zu sparen. Macht das richtig viel Sinn, wenn du deine Motive gut zusammenpuzzelst und so nutzt eben, dass du nicht zu viel Folie verbrauchst und so viel leere Folie rausgibst. Und als nächstes drückst du einfach nur auf Drucken. Wenn dann der Druck von deinem Drucker angenommen wird, geht es auch schon los. Und ganz ehrlich,
Der Drucker hat mein Motiv tatsächlich viel schneller gedruckt, als ich gedacht hätte. Ich habe so ungefähr vielleicht mit 45 Minuten gerechnet. Am Ende waren es aber, glaube ich, nicht mal 10 Minuten, die der Drucker für dieses Motiv gebraucht hat. Also das ist schon ein recht großes Motiv. Das ist nicht das größte, das möglich ist, aber doch schon sehr, sehr groß. Und trotzdem ging das wirklich sehr, sehr schnell. Ich habe aber auch noch andere Motive ausprobiert, einfach um zu schauen, wie detailliert das ist. Unter anderem zum Beispiel ein Foto. Was ich hier wirklich übrigens total interessant finde, ist, dass dieser Druckkopf eine eigene Reinigungsfunktion hat. Das heißt, nach dem Drucken drücke ich hier einfach einen Knopf und der Drucker reinigt sich komplett von alleine. Das heißt, dieser Druckkopf wird wirklich jeden Tag einmal durchgespült am Ende des Tages und bleibt damit viel, viel länger erhalten. Und jetzt ist unser Motiv fertig. Jetzt kommen wir zum Pulver. Denn unser Motiv ist jetzt einmal aufgedruckt. Wir haben hier eine richtig feuchte Tinte drauf. Das heißt, du darfst auf gar keinen Fall von hinten an die Folie ranfassen, sonst verschmierst du dein Motiv und du bist am Ende auch total voll mit dieser Tinte. Das wollen wir nicht. Also immer Vorsicht. Nach dem Drucken wird dein Motiv mit einem speziellen Pulver auf der Rückseite versehen, also auf dieser feuchten Seite. Hier ist schon ein Pulver inklusive und das Coole ist, dass auf dieser Verpackung dann auch wirklich alle Vorgaben stehen, die du verwenden musst. Du brauchst ja dann später diesen Ofen, aber auch eine Transferpresse und auf dem Pulver steht genau drauf, welche Temperaturen und welche Zeiten du einstellen musst. Also das finde ich schon mal richtig gut, denn hierauf solltest du achten. Selbst wenn du später mal ein anderes Pulver benutzen solltest, müsste dort die richtige Angabe für dich stehen. Für das Pulver benutze ich hier so eine Box. Dort lege ich mein Motiv ein und überstreue es ein bisschen mit diesem Pulver und schwenke es ein bisschen da drin. Das ist ein bisschen wie ein Schnitzel panieren. Aber man schüttelt dann ein bisschen noch dieses Pulver wieder ab und lässt es in der Box. Du kannst es dann immer wieder verwenden und für das nächste Motiv. Es kommt einem am Anfang so vor, als hätte man super wenig Pulver, aber das stimmt nicht. Man benötigt auch nur ganz, ganz wenig Pulver. Es macht auch Sinn, wenn man noch mal ganz leicht gegen sein Motiv so schnipst, damit dieses Pulver auch abfällt, das man dann nicht benötigt. Denn sonst sieht man das am Ende ein kleines bisschen am Motiv, ist aber trotzdem nicht super schlimm. Beim Aufpressen sieht man das dann nicht mehr. Und wenn das erledigt ist, also das Pulver jetzt hinten an der Tinte ist, dann müssen wir dieses Pulver jetzt backen. Das klingt ein bisschen witziger, als es eigentlich ist. Und das Backen nehmen wir mit einem Ofen vor. Ich habe hier den Ofen von ProColor bestellt. Da hast du eigentlich eine ganz einfache Funktion. Du stellst die Temperatur ein und die Zeit, die es backen muss. Du hast eine Schublade, die ziehst du dann auf und dort legst du dann dein Motiv ein. Drückst auf Start und das Gerät meldet sich wieder, wenn du kommen musst. Ich habe mich hier übrigens für den rauchfreien Ofen entschieden, denn im Kreativzimmer wollen wir ja keine Rauchentwicklung haben. Hier sind überall Rauchmelder, die wollen wir nicht auslösen. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall diesen rauchfreien Ofen und die Anwendung ist ja auch wirklich super easy. Sobald der sich dann meldet und dein Projekt fertig ist, ziehst du deine Schublade auf. Wichtig ist natürlich, dass du hier Ofenhandschuhe trägst oder die mitgelieferten Hitzehandschuhe. Dann kannst du auch wirklich auf die Platte fassen. Da passiert nichts mit den Handschuhen. Ich habe es ausprobiert. Und dann kannst du dein Motiv rausnehmen, lässt es noch ein bisschen abkühlen und kannst es dann direkt weiterverarbeiten. Also ich fand den Ofen richtig cool, denn der funktioniert halt sehr, sehr einfach. Während ich Motive drucke und pulverisiere, kann ich dann auch direkt immer wieder den Ofen neu bestücken. Wenn der einmal aufgeheizt ist, dann habe ich den gleich für sehr viele Motive nutzen können. Man hat auch eine gute große Fläche, aber Achtung, der ist wirklich richtig schwer. Und jetzt sind deine Motive eigentlich schon fertig. Also du könntest jetzt Bügelbilder verkaufen. Wenn du aber lieber fertige Sachen verkaufen möchtest, also fertige T-Shirts zum Beispiel oder fertige Karten und die jetzt bearbeiten möchtest, brauchst du ab jetzt eine Transferpresse. Denn jetzt wollen wir unser Motiv aufpressen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Das ist wirklich der spannendste Moment. Das Motiv sah ja schon wirklich richtig schön aus, aber wie sieht es aufgepresst aus? Und da kann ich sagen, das hat erstmal sehr gut funktioniert. Also die Folie ließ sich sehr, sehr gut abziehen und ich finde, das Ergebnis ist wirklich richtig klasse. Die Farben haben eine wirklich gute Strahlkraft. Weiß ist auch wirklich weiß und das fand ich richtig toll. Die Fotos haben eine ganz, ganz tolle Qualität. Natürlich kann es nur so gut drucken,
wie ich meine Fotos dort reingebe. Das heißt, wenn du ein Handyfoto hast, das wirklich sehr, sehr klein ist, also 50 KB hat, dann wird das Motiv natürlich nicht besonders gut aussehen. Das liegt dann aber an der Qualität des Fotos. Der Drucker bringt wirklich erstaunlich gute Ergebnisse. Dafür, dass der eigentlich das Einsteigermodell sein soll, finde ich, ist der eigentlich schon perfekt in der Anwendung. Kommen wir mal zu Ideen und Anwendungen, denn hier sehe ich wirklich das größte Potenzial. Du kannst hier wirklich ganz kreativ arbeiten. Ob du jetzt Kissen bedrucken möchtest und die verkaufen willst oder Bügelbilder verkaufen willst, du kannst auch damit Einladungskarten fertig machen. Du kannst alles komplett personalisieren. Wenn du möchtest, könnt ihr die Kunden die Bilder schicken und du machst daraus Bügelbilder oder bedruckst ihren Hoodie damit. Du hast hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und hast hier eine richtige große Bastelstation. Der K13 Lite als Einsteigermodell ist da wirklich für ein eher kleines Business gedacht. Wenn du schon größer denken willst und schon deine Fabrikhalle ausstattest, dann gibt es hier auch noch mal größere und leistungsstärkere Drucker, die zum Beispiel auch viel schneller sind. Mich interessiert jetzt natürlich auch noch eure Meinung. Also wofür würdest du diesen Drucker benutzen? Was würdest du als erstes damit herstellen? Das interessiert mich wirklich. Und als nächstes würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wir sehen uns dann nächste Woche Freitag wieder hier 19 Uhr auf YouTube. Mach's gut!